Herzlich willkommen zu einem neuen Goat Deck Profile auf dem Kanal. Heute habe ich ein Goat Control Deck für euch. Es gibt ein paar Unterschiede von meinem Deck zu einem klassischen Goat Deck, wie man sie im Internet bei goatformat.com oder goatformat.weebly oder sowas findet. Das liegt daran, dass mir einige Karten nicht so gefallen, wie sie gespielt werden im Goat Control Deck, und außerdem ist das Deck eher an unser Metagame angepasst, was wir bei unseren eigenen Turnieren spielen. Deswegen unterscheidet sich das in manchen Punkten, aber da komme ich dann drauf zu sprechen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem wohl stärksten Monster im Goat-Format, dem schwarz glänzenden Soldaten. Um den zu beschwören, muss man ein Licht- und ein Finsternismonster aus dem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Und dann kann er entweder ein Monster auf dem Feld aus dem Spiel entfernen, egal ob offen oder verdeckt, oder wenn er ein Monster zerstört hat, direkt nochmal angreifen. Also 2 Angriffe. Ist eigentlich so die Win-Condition in sehr vielen Fällen, die Karte. Und um den zu beschwören, braucht man, wie schon gesagt, Licht- und Finsternismonster. Als Lichtmonster habe ich zweimal den Pascha, den Luftritter, im Deck. Der braucht ein Tribut. Der macht Piercing-Schaden mit 1900 und wenn der dem Gegner Kampfschaden zufügt, darf man eine Karte zielen. Das ist extrem gut, um Kartenvorteil aufzubauen. Außerdem spielen wir einmal die DD-Kriegerin, um problematische Monster vom Gegner wegzukriegen. Beispielsweise gegnerischen Jinzo oder einen BLS vom Gegner, je nachdem, was er halt auf dem Feld hat. Ich spiele einmal den magischen Händler. Ein Flipmonster, wenn der aufgeflippt wird, deckt man so lange die oberste Karte von seinem Deck auf, bis eine Zauber- oder Fallenkarte zum Vorschein kommt. Die nimmt man auf die Hand, die anderen Karten, die anderen Monster werden auf den Friedhof gelegt. Das ist ganz gut, um Licht- bzw. Finsternismonster in den Friedhof zu bekommen und halt um eine mächtige Zauber- bzw. Fallenkarte auf die Hand zu kriegen. Allerdings finde ich die Karte gar nicht mal so stark, weswegen ich nur ein Exemplar davon spiele. Habe ich dann lieber Platz für was anderes noch gemacht. Die letzten 2 Lichtmonster sind zweimal Magier des Glaubens. Ein Flipmonster, wenn es geflippt wird, bekommt man eine Zauberkarte aus dem Friedhof wieder zurück auf die Hand. Außerdem hat es Stufe 1, genauso wie der magische Händler. Das heißt, er kann auch als Futter für Metamorphose dienen. Zu den Finsternismonstern, da haben wir als Flipmonster einmal die Dekoichi. Wenn die geflippt wird, darf ich eine Karte ziehen. Außerdem 4 Sterne und 1400 Angriffspunkte. Ist gar nicht mal so schlecht. Man spielt ja eher Monster mit weniger Angriffspunkten im Goat Control Deck. Als nächstes haben wir zweimal Tsukuyomi. Tsukuyomi ist ein Spirit-Monster, das heißt, es kommt am Ende der Runde auf die Hand zurück. Wenn Tsukuyomi beschworen wird, muss ein Monster auf dem Feld in die verdeckte Verteidigungsposition gebracht werden. Das ist halt ziemlich gut, um die eigenen Flip-Monster wieder zu setzen oder um in Kombination mit dem 1000-äugigen Opfer den Lock aufrecht zu erhalten. Da komme ich aber gleich noch dazu. Außerdem spielen wir einmal Sangan, 3 Sterne. Wenn die auf den Friedhof gelegt wird vom Feld, darf man sich ein Monster mit 1,5 oder weniger Angriffspunkten auf die Hand nehmen. Ist ziemlich gut, um sich die Karten rauszusuchen, die man gerade braucht. Wir spielen einmal den Brecher, der bekommt bei normal beschworenen Token, hat dann 300 Angriffspunkte mehr, aber man kann den Token auch entfernen, um eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld zu zerstören. Und ich spiele noch ganz gerne einmal Jinzo. Ja, Jinzo, was soll ich dazu sagen? Er annulliert Fallenkarten, in meinen Augen eins der besten Monster im ganzen Goat-Format. Ich spiele ihn gerne, zum Beispiel statt dem zweiten magischen Händler, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass Jinzo alleine schon gegen sehr viele Decks eine Win-Condition ist, und wenn der Gegner nicht irgendwie aufgeschlagen, Blitzeinschlag oder Schnappstall zieht, hat er eigentlich auf Dauer verloren. Weiter geht's, einmal Verwandlungskrug. Wenn die geflippt wird, werfen beide ihre Hand ab und ziehen 5 neue Karten. Ist ganz gut, um sich zu erholen, wenn man vom gegnerischen Verbrecherduo getroffen wurde oder wenn der Gegner generell mehr Handkarten hat als man selber, um wieder zurückzukommen. Wir spielen einmal den stämme-infizierenden Virus. Indem man eine Handkarte abwirft, kann man einen Typ nennen und dann alle Monster auf dem Feld mit diesem Typ zerstören. Ist ganz gut, vor allem in Kombination mit diesem kleinen Schätzchen hier, mit der unheilverkündenden Schlange. Wenn die sich in der Standby-Phase in deinem Friedhof befindet, darfst du sie auf die Hand zurücknehmen. Ist quasi, ja, unendlich Handkarten, sag ich mal. Zu den Zauberkarten. Ein Exemplar von Elegante Wohltäterin, 3 Karten ziehen, 2 abwerfen. Ist enorm gut, um Licht- und Finsternismonster auf den Friedhof zu kriegen. Ich schmeiß meistens meinen Pascha ab.
und hole ihn mir wieder mit voreiligem Begräbnis oder sowas. Topf der Gier, selbsterklärend 2 Karten ziehen. Verbrecherduo, auch selbsterklärend. Dem Gegner 2 Handkarten klauen. Schnappstahl, auch ein Staple in den meisten Goat-Decks. Voreiliges Begräbnis ebenso, eine Wiedergeburt quasi. Wie gesagt, damit hole ich mir gerne Pascha wieder, den ich vorher auf den Friedhof geworfen habe durch elegante Wohltäterin oder auch mal einen BLS wieder. Einmal mystischer Raumtaifun, einmal schwerer Sturm. Damit werden Zauber- und Fallenkarten zerstört. Wir haben 2-mal Buch des Mondes, setzt ein Monster in die verdeckte Verteidigungsposition. Ist ganz gut für das eigene 1000-äugige Opfer oder für die eigenen Flip-Monster, aber meistens halte ich damit Angriffe vom Gegner ab. In Kombination mit dem Buch des Mondes ist die Karte noch ganz gut, der Adlige der Auslöschung. Der entfernt nämlich ein verdecktes Monster aus dem Spiel. Außerdem spielen wir 2-mal Sündenbock. Für mich persönlich hat sich 2 einfach als die optimale Anzahl herausgestellt. Ich finde 3 fast ein bisschen zu viel. Sündenbock beschwört 4 Token der Stufe 1. Damit kann man Angriffe aufhalten vom Gegner oder sie mit Metamorphose tributieren. Metamorphose, dadurch, also man tributiert ein Monster und beschwört ein Fusionsmonster aus seinem Fusionsdeck, das dieselbe Stufe hat. Dadurch wird dann in Kombination mit den Flip-Monstern oder mit den Token das 1000-äugige Opfer gerufen. Zu den Fallenkarten, ich spiele ziemlich viele Fallenkarten. Wir haben einmal den Ring der Zerstörung, zerstört ein Monster auf dem Feld und beide bekommen Schaden in Höhe der ADK. Wir haben einmal Ruf der Gejagten, aka Wiedergeburt. Einmal die Spiegelkraft, selbsterklärend, alle gegnerischen Monster in Angriffsposition werden zerstört. Ein reißender Tribut, um das Feld zu leeren, wenn der Gegner mal mehr Monster haben sollte als wir und was beschwört. Eine Sagoretsu-Rüstung. Für mich persönlich hat sich eine als auch die optimale Anzahl herausgestellt. Ich spiele lieber 3-mal den Staubtornado. Ich finde Backrow Removal ist ziemlich wichtig im Goat-Format, gerade als Goat-Control-Spieler, weil wenn man den finalen Push machen will und hat kein Jinzo auf dem Feld, dann ist es schon ganz gut, wenn man die gegnerische Backrow wegbekommt. So, jetzt zu den Fusionsmonstern. Wie schon gesagt, das wichtigste von allen, 3-mal das 1000-äugige Opfer. Wenn die Karte beschworen wird, kann man einmal pro Spielzug ein Monster vom Gegner wählen und es mit dieser Karte ausrüsten. Also das Monster an 1000-äugiges Opfer ausrüsten. Das Opfer bekommt dann die Angriffs- und Verteidigungspunkte von dem gewählten Monster. Außerdem kann nur das Opfer angreifen, solange es offen auf dem Feld liegt, und kein anderes Monster kann die Kampfposition ändern. Das heißt, in Kombination mit Tsukuyomi, du kannst quasi dann, du saugst dir Monster vom Gegner ein, greifst an, nächste Runde, der Gegner setzt wieder Monster, du spielst Tsukuyomi, das 1000-äugige Opfer wird verdeckt gesetzt, dadurch wird das ausgerüstete Monster zerstört, dann flippst du es wieder auf, kannst dir ein neues Monster einsaugen. So kriegt man halt die gegnerischen Monster weg und sorgt dafür, dass der Gegner nichts machen kann, solange bis man halt dann beispielsweise BLS oder Jinzo beschwören kann, um dann den finalen Angriff zu starten. Es geht weiter mit dem dunklen Flammengeist, 3 Sterne, 1000 Angriffspunkte, Finsternismonster, falls man mal Sangan zum Beispiel mit Metamorphose in den Friedhof kriegen muss, um sich ein bestimmtes Monster auf die Hand zu holen oder um ein Finsternismonster für den BLS zu haben. Außerdem den Feuerritter Charubin, auch 3 Sterne. Die böse Drachenbekämpferin oder Drachenbezwingerin, ich weiß gerade gar nicht auswendig, ich habe nur das koreanische Exemplar. 1200 Angriffspunkte sind die meisten Angriffspunkte eines 3-Sterne-Fusionsmonsters. Der dunkle Feuerdrache, 4 Sterne, 1500, Finsternis, selbes Spiel, wenn man mal Tsukuyomi mit Metamorphose wegkriegen muss, um einen Angriff zu starten, um Schaden zu machen, kommt tatsächlich gar nicht mal so selten vor, also ich hatte die Situation schon öfter. Als erstes 5-Sterne-Target haben wir den Schnitter auf dem Nachtmar, der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Wenn er gewählt wird durch Zaubermonster oder Falleneffekte, wird er aber zerstört. Der kann direkt angreifen und der Gegner muss eine Handkarte abwerfen, wenn der direkt angreift. Unterweltler Totenkopfdrache. Wenn die offen auf dem Spielfeld liegt, werden die Effekte von allen Flip-Monstern annulliert. Außerdem werden die Effekte von Fallenkarten annulliert, die diese Karte als Ziel bestimmen. Ist ganz gut, um Pascha wegzutributieren mit Metamorphose und dann, wenn man zum Beispiel gegen ein Flip-Deck spielt, Flip-Control oder im Mirror-Match kann es ganz gut sein. Goat Control spielt ja sehr viele Flip-Monster. Es geht weiter mit Dunkler Balter, der Fürchterliche, davon spiele ich 2 Exemplare.
Solange die Karte auf dem Spielfeld liegt, kann man 1000 Lebenspunkte bezahlen und die Effekte einer normalen Zauberkarte annullieren. Und außerdem werden die Effekte von Effektmonstern annulliert, die von dem Monster als Kampf zerstört werden. Also die ist extrem gut. Was ich ganz gern mache, ist ein Flip-Monster aufflippen, Effekt aktivieren, dann tributieren für Pascha, mit Pascha angreifen, Kampfschaden machen, eine Karte ziehen und in der Main Phase 2 dann noch mit Metamorphose den Pascha tributieren, um den dunklen Balter aufs Feld zu kriegen. Dann kann der Gegner keine Zauberkarten mehr aktivieren, beziehungsweise man kann sie annullieren und es sieht ziemlich schlecht aus für den Gegner. Es geht weiter mit Ryosenji. Ryosenji ist das erste 6-Sterne-Monster, 2000 Angriffspunkte, spiele ich auch zweimal. Man kann 1000 Lebenspunkte bezahlen, um die Effekte einer normalen Fallenkarte zu annullieren. Und außerdem werden die Effekte von Zauberkarten annulliert, die den targeten. Also kein Schnappstall bei dem zum Beispiel. Als nächstes haben wir zweimal Dunkelklinge der Drachenritter, auch 6 Sterne. Wenn der Kampfschaden macht, kann man bis zu 3 Monsterkarten aus dem Friedhof vom Gegner aus dem Spiel entfernen. Die ist halt extrem gut gegen ein Chaos-Deck. Wir spielen einmal noch den Dark Flare Knight, 6 Sterne. Der Besitzer der Karte bekommt keinen Kampfschaden aus Kämpfen, an dem das Monster beteiligt ist. Ich bin ehrlich, ich habe die Karte noch nie aufs Feld gerufen, ich habe die noch nie gebraucht, aber falls es doch mal dazu kommen sollte, dass man sie braucht, ist man ganz froh, wenn man sie hat. Das Fusionsdeck ist ja im Goat-Format sowieso unendlich, also man kann so viele Karten reintun, wie man möchte. Deswegen spiele ich auch ihn hier, Ochama-König, 6 Sterne, 3000 Verteidigung. Wenn der aufs Feld kommt, wählt man bis zu 3 Felder von Gegner in der Monsterzone. Die können nicht mehr benutzt werden, also die sind blockiert. Damit kann man den Gegner halt auch locken. Einmal König Dragoon habe ich im Deck. Solange der auf dem Feld liegt, kann der Gegner keine Monster vom Typ Drache als Ziel wählen für Zauberfallen oder Monstereffekte. Außerdem kann man einmal pro Zug ein Drachenmonster von der Hand spezial beschwören. Ich habe kein Drachenmonster, aber wenn man mal vom Gegner ein Stufe 7 Monster mit Schnappstall klaut und das dann mit Metamorphose wegtributiert, ist König Dragoon, denke ich mal, eine gute Wahl. Ebenso aber der letzte Krieger eines anderen Planeten. Wenn der beschworen wird, werden alle Monster auf deiner Seite zerstört und außerdem kann kein Spieler mehr Monster als Normal-Flip oder Spezialbeschwörung beschwören. Das heißt, wenn der auf dem Feld ist, kann eigentlich nichts mehr beschworen werden. Als nächstes 7-Sterne-Target der 1000-Drache, einfach weil wir haben Platz, warum nicht? Ebenso dieser hier hat halt auch 2800 Angriffspunkte für seine 7 Sterne, ist also gar nicht mal so wenig. Als 8-Sterne-Target haben wir den Gatling-Gewehrdrachen. Wenn man zum Beispiel den BLS aufs Feld kriegt, entfernt ein Monster vom Gegner und tributiert ihn dann weg für Gatling-Gewehrdrache. Durch seinen Effekt kann man 3-mal eine Münze werfen und muss so viele Monster auf dem Feld zerstören, wie die Anzahl an Kopf, die geworfen wurde. Das heißt, wenn der Gegner 2 Monster hat und du hast ein Monster, wirfst aber trotzdem 3-mal Kopf, musst du auch ein Monster von dir zerstören. Als nächstes einmal, weil wir Platz haben, schwarzen Totenkopfdrachen. Und als letztes Meister von Oz ist besonders dann wichtig, wenn man gegen Cyberstein OTK spielt. Die zielen ja darauf ab, Meister von Oz aufs Feld zu kriegen, und wenn man dann doch mal in die Situation kommt, dass man den Angriff aufhalten kann und sich den gegnerischen Meister von Oz mit Schnappstall holen kann, mit Metamorphose weg und holt seinen eigenen, dadurch kriegt der Gegner keine 1000 Lebenspunkte in seiner Standby-Phase. So, das war dann das Fusionsdeck. Jetzt zeige ich euch noch kurz mein Side-Deck. Da habe ich einmal den Asura-Priester, Lichtmonster, Spirit-Monster, kann jedes Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite einmal angreifen. Wir haben zweimal den mystischen Schwertkämpfer Level 2, der hat 900 Angriffspunkte. Und verdeckte Monster, die von ihm angegriffen werden, werden automatisch zerstört, ohne dass sie aufgedeckt werden. Ist besonders gut gegen Pac-Man, gegen ein Flip-Control-Deck oder im Mirror-Match. Einmal Möbius, wenn er beschworen wird, Tribut beschworen, kann man bis zu 2 Zauber- und Fallenkarten auf dem Feld zerstören. Ist gut gegen Burn-Decks oder gegen generell Decks, die viel Backrow haben. Wir haben zweimal Kaiku als Karte, die wir gegen Chaos Control oder generell Chaos Decks siden. Wenn der nämlich dem Gegner Kampfschaden zufügt, darf man bis zu 2 Monsterkarten aus dem gegnerischen Friedhof aus dem Spiel entfernen. Wir haben zweimal den Kreaturentausch. Der Gegner wählt ein Monster von sich und man selbst wählt ein Monster von sich und die werden dann getauscht. Und zwar nicht nur für einen Zug, sondern so lange bis sie das Feld verlassen.
Das dritte Exemplar Sündenbock ist hier drin, falls man es doch mal braucht. Die Kombination Sündenbock mit Kreaturentausch ist ziemlich gut. Man gibt dem Gegner einfach einen Token von sich und der Gegner muss einem im Gegenzug ein gutes Monster von sich geben. Ist ziemlich gemein, die Kombination. Außerdem habe ich 3x7 Werkzeuge eines Banditen. Zum Preis von 1000 Lebenspunkte kann man die Aktivierung einer Fallenkarte annullieren. Und die Fallenkarte wird zerstört. Gut gegen Burn, gut gegen Decks, die Schwerkraftbindung oder Mauer des enthüllenden Lichts spielen. Oder auch um feierliches Urteil vom Gegner zu annullieren. Gegner zahlt die Hälfte der Lebenspunkte, man selbst nur 1000, ist natürlich ein guter Deal. Und zu guter Letzt habe ich 3x Bodenklappenfalle. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Bodenklappenfalle gar nicht so stark. Die Karte besagt, dass, wenn der Gegner mindestens 4 Handkarten auf der Hand hat, dass man sie aktivieren darf. Man darf sich gegnerischen Handkarten ansehen, was extrem stark ist, und eine Monsterkarte davon wählen und die ins Deck zurückmischen. Ist ganz gut, vor allem wenn man das erste Duell des Matches verloren hat. Wenn man Second geht, möchte man, wenn man dann First geht, meine ich, Verzeihung, möchte man auf jeden Fall eine Bodenklappenfalle auf der Hand haben. Aber ich bin ehrlich, so häufig seide ich diese Karte gar nicht. Ich weiß nicht, ist einfach so eine persönliche Präferenz. Ist nicht so mein Fall. Als Option hätte ich hier noch den Seelenschnitter, den tausche ich ganz gerne mal gegen meinen magischen Händler aus. Seelenschnitter kann nicht als Ergebnis eines Kampfes zerstört werden. Wenn die getargetet wird von Zauberfallen oder Monstereffekt, wird sie zerstört. Und wenn die den Gegner direkt angreift, wirft er eine Handkarte ab. Finde ich ganz gut, wie gesagt, ich tue gern mal den magischen Händler raus für Seelenschnitter. Man hält halt gegnerische Angriffe ab. Wenn er nicht gerade Piercing hat, schützt man seine Life Points dadurch und ja, kann man gern mal spielen. So, das war's. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.